Amen. So those on camera don't understand. Die das Video schauen, die verstehen es nicht. Those watching. Die das Video schauen. Yesterday had a number of challenges. Gestern gab es einige Herausforderungen. Because of these challenges, Und wegen diesen Herausforderungen, I was meant to have 2 classes in the afternoon. eigentlich hätte ich gestern 2 Klassen haben sollen, We didn't do them. aber das haben wir nicht getan. We did an off-camera class. Wir haben eine Klasse gehabt, eine Stunde, wo die Kamera nicht lief. That was more of a discussion. Und das war mehr sowas wie eine Diskussion. So there are a couple of things as we introduced today Und da gibt es einige Dinge, die wir heute einführen möchten, that we discussed yesterday, but it was not taped. die wir gestern besprochen hatten, aber die nicht aufgenommen wurden. So we reviewed our reform lines. Wir haben nochmal unsere Reformlinien repetiert. We showed how we understand the 144,000 Und wir haben- priests, Levites, Nethinims. Wir haben gesehen, wie wir die Reformlinien verstehen, die 144.000, die Priester, die Leviten und die Tempeldiener. And then we spent most of the rest of the class Und dann haben wir den größten Teil des Rests der Klasse actually studying Millerite history, damit verbracht, die Miller-Geschichte zu studieren, which is not what we're intending to study. was wir eigentlich ursprünglich nicht vorhatten, We're intending to study the end of ancient Israel, sondern wir wollten das Ende des alten Israel studieren, not the beginning of modern. nicht den Anfang des modernen Israel. But it was quite an interesting discussion. Doch es war eine ziemlich interessante Diskussion. So I just want to remind us, Ich möchte uns einfach daran erinnern, we're studying the end of ancient Israel, wir studieren das Ende des alten Israel and I just want to make the point und ich möchte hier auf den Punkt kommen, of what we said yesterday, den wir gestern gemacht haben, that there's 2 ways to draw these lines, dass es 2 verschiedene Arten gibt, wie wir diese Linien zeichnen 2 können. ways that we use regularly. 2 verschiedene Arten, die wir regelmäßig gebrauchen. Now my preferred way So wie ich das lieber mache, is to draw them like this: ist sie so zu zeichnen. 1989, 1989, 2001, 2001, Sunday law, Sonntagsgesetz, close of probation, Ende der Gnadenzeit, second advent. zweite Wiederkunft. And then we're going to place underneath the other groups. Und dann schreiben wir unten die anderen Gruppen hin. So underneath, Darunter we will place priests, machen wir die Linie der Priester. that's priests. Das sind die Priester. Then we would place Levites, Dann kommen die Leviten and then we would place Nethinims. und dann die Tempeldiener. So this might seem like a simple point, Das mag vielleicht wie ein einfacher Punkt aussehen. and I'm sure when I explain it, people will think that's obvious. Und ich bin mir sicher, dass wenn ich das erkläre, die Leute denken, ja, das ist ja offensichtlich. But I want us to remember the little points where we can become confused. Doch ich möchte, dass wir uns an die kleinen Details erinnern, die uns verwirren können. So this is 1989, Das ist 1989, 2001, 2001, 2014, 2014, 2019, 2019, 2021, 2021, Sunday law, Sonntagsgesetz, Daniel 12:1, Daniel 12,1, second advent. zweite Wiederkunft. We draw our lines in this way So zeichnen wir unsere Linien, to show the progression of events. um die fortschreitenden Ereignisse zu zeigen. Everything is in neat chronological order. Das ist alles in einer schönen chronologischen Abfolge. So as we do the end of ancient Israel, Wenn wir also das Ende des alten Israel betrachten, we could say 4 BC, könnten wir sagen 4 vor Christus, 27, 27, 34, 34, 70, 70 100. und 100. We've placed our 5 key waymarks for the end of ancient Israel. Hier haben wir also unsere 5 Hauptwegmarken für das Ende des alten Israel. And then the subject
we want to discuss Und dann, was wir besprechen möchten, is this one, ist das Thema Priester, which is the disciples. die Jünger. Because we know Denn wir wissen, there's two calls to the church es gibt zwei Rufe an die Gemeinde and one call to the world. und einen an die Welt. So there's a harvest in the church, Da gibt es eine Ernte in der Gemeinde, another harvest in the church, noch eine Ernte in der Gemeinde, a harvest of the world, eine Ernte der Welt and then a harvest of the 144,000. und die Ernte der 144.000. So this is my preferred method So, nach dieser Methode mache ich das am liebsten. because now you can see how everything slots into a time frame. Denn jetzt kann man sehen, wie sich alles so in einen Zeitrahmen eingliedert. It's all in the order of time. Alles schön der Reihe nach. But there's another way to draw them, Aber es gibt auch eine andere Art, wie man das zeichnen kann. which Sister Alina brought to us yesterday. Das hat uns Schwester Alin gestern gezeigt. And that is how we want to draw it when we discuss the line of the disciples. Und so möchten wir es zeichnen, wenn wir über die Jünger sprechen. I don't want to draw it in this easy chronological order, Ich möchte es jetzt nicht in dieser einfachen chronologischen Reihenfolge aufzeichnen, in order of time. wenn es um die zeitliche Abfolge geht. We will do it differently. Wir möchten das jetzt anders machen. Instead of the order of time, Anstelle der chronologischen Abfolge we're going to take the line of the disciples nehmen wir die Linie der Jünger and we're going to expand it. und wir dehnen sie aus. So now, Jetzt this close of probation ist dieses Ende der Gnadenzeit on the line of the disciples auf der Linie der Jünger. is when? Wann ist das? Wann wäre das? What's the close of probation for the disciples? Was ist das Ende der Gnadenzeit für die Jünger? The cross. Das Kreuz. I'll show you why we're doing it this way. Ich zeige euch, weshalb wir das so machen. It's nothing profound, Das hat nicht einen tiefgehenden Grund. but when we did this, it was already confusing people. Doch als wir das taten, sind Leute schon verwirrt geworden. We're going to go 4 BC, Wir gehen zu 4 vor Christus, 27, 27, 34, 34, 70, 70 100. und 100. Then we're going to take the line of the disciples, Dann nehmen wir die Linie der Jünger, the first group called, die erste Gruppe, die berufen ist, and we're going to place it directly underneath. und die legen wir direkt darunter. So if this was the 144,000 and priests, Wenn das also die Linie der 144.000 und die Linie der Priester wären, this would be the Sunday law. das wäre dann das Sonntagsgesetz. This would be 2014. Das wäre 2014. This would be Daniel 12:1. Das wäre Daniel 12,1. This would be 2019. Das wäre 2019. So it's not in order of time. Das ist also nicht eine chronologische Abfolge. Instead, we're lining up Sunday law, Sunday law. Stattdessen setzen wir das Sonntagsgesetz mit Sonntagsgesetz parallel Close of probation, close of probation. und das Ende der Gnadenzeit mit dem Ende der Now Gnadenzeit. that could confuse people. Das könnte Leute verwirren. So I just want to remind you Deshalb möchte ich uns daran erinnern, that that's the method we're using. dass das die Methode ist, die wir gebrauchen. The reason that we're doing that Und der Grund, warum wir dies tun, is simply ist ganz einfach. space. Ja, We need the space. wir brauchen mehr Platz. I want to discuss Ich möchte besprechen, the latter rain ich möchte den Spätregen and besprechen the harvest of the disciples. und die Ernte der Jünger. Because the time of trouble for the disciples Denn die Zeit der Trübsal für die Jünger is the time of trouble for the first group ist die Zeit der Trübsal für die erste Gruppe in the history of success. in der Geschichte des Erfolgs. That makes it your experience Und das wird so zu deiner Erfahrung. more than any other reform line you want to go to. Mehr als jede andere Reformlinie, zu der wir gehen könnten. And I don't want to deal with this much board space to explain that. Und ich möchte das nicht auf so einem kleinen Stück an der Tafel besprechen. So we've overlaid our waymarks Deshalb haben wir die Wegmarken übereinander gelegt. instead of
crushing them and keeping it in the order of time. anstatt dass wir sie so zusammenpressen und in den Zeitrahmen reindrücken. Is everyone okay with that? Verstehen das alle? It makes sense. Macht das Sinn? So I just want to tidy up Jetzt möchte ich ein bisschen aufräumen, our big line. und zwar unsere große Linie. What do you want to call our big line? Wie möchtet ihr diese große Linie nennen? This top one. Diese Linie oben. Die Linie, the line of Christ. How can it be the line of Christ? Wie kann es denn die Linie Christi sein? When Christ, he's gone by here. Wenn Christus hier nicht mehr im Bild ist. But the whole history before. That's important. This part's important, Dieser Teil ist wichtig, but isn't this important? aber ist das nicht wichtig? That comes after. Yes. But this is the close of probation. Ja, aber das ist das Ende der Gnadenzeit. This is the Sunday law. Und das ist das Sonntagsgesetz. So if we call it the line of Christ, Wenn wir die Linie Christi nennen, we crush the history that's relevant, dann zerdrücken wir die Geschichte, die wichtig ist, cut it down to a small point. und wir kürzen sie auf einen kleinen Abschnitt. And if you say that, well, in 70 AD, Christ is in heaven, Und wenn wir sagen, ja, 70 nach Christus ist Christus im Himmel and isn't it all about Christ? und es geht halt nicht alles um Christus, October 22 is all about Christ. aber der 22. Oktober, da geht alles um Christus. All the lines are all about Christ. All die Linien drehen sich nur um Christus. So I would suggest that can start to be confusing. Deshalb würde ich vorschlagen, dass es verwirrend werden kann. Because when we call it the line of Christ, Denn wenn wir sie die Linie Christi nennen, we're not just saying it's because he's relevant, dann sagen wir das nicht nur, weil er wichtig ist, but we're referring to his time on earth sondern wir beziehen uns da auf seine Zeit auf der Erde, when he personally walked on earth. als er persönlich auf der Erde war. And that was for a very small part of this line. Und das war nur ein sehr kleiner Abschnitt dieser Linie. So I don't necessarily have an answer. Ich habe nicht wirklich eine Antwort. Some people suggested the line of John the Revelator, Einige Leute haben vorgeschlagen, man könnte sie die Linie von Johannes dem Offenbarer nennen, because he represents the 144,000 weil er die 144.000 in repräsentiert this history. in dieser Geschichte. So I just want us to see Deshalb möchte ich einfach, dass wir sehen, this is for them the line of the 144,000, für sie ist das die Linie der 144.000. which in their history Und in ihrer Geschichte is John, ist das Johannes. not John the Baptist, Nicht Johannes der Täufer, but John the Revelator, sondern Johannes der Offenbarer, the disciple of Jesus. der Jünger Christi. Does that make sense? Macht das Sinn? So until you have another way of saying it, Solange wir noch keinen anderen Namen dafür haben, we can refer to it können wir as that, die Linie so nennen. or what for me is most simple Oder was für mich eigentlich am einfachsten scheint, is just the end of ancient Israel dass wir einfach das Ende des alten Israel in its most in its overarching structure. in der im größten aus dem größten Blickwinkel. So I would state from the very beginning, State. I'll make clear from the very beginning, Vom Anfang an möchte ich deutlich sagen, we placed 34, 70 and 100. wir haben 34, 70 und 100 markiert. But the truth is, Aber in Wahrheit, while that helps make us certain we're on the right track, obwohl uns das Sicherheit gibt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, I'm not really caring about that history. ist mir die Geschichte eigentlich nicht so wichtig. What I care about is the one we're currently in. Was mir wichtig ist, ist die Geschichte, in der wir uns jetzt befinden. So I'm not greatly interested in explaining from 34 to 100. Deshalb liegt mir nicht so viel daran, jetzt von ab 34 bis 100 ins Detail zu gehen. But it's worth marking
Aber es lohnt sich, das zu markieren. the destruction of Jerusalem, Hier die Zerstörung Jerusalem, the death decree, das Todesdekret, Patmos, Patmos, time of trouble, die Zeit der Trübsal. prior to the destruction of Jerusalem. Vor der Zerstörung Jerusalems You have 66 AD, haben wir 66 nach Christus. which is the loud cry, Das wäre der laute Ruf. come out of her, my people. Komm raus aus ihr, mein Volk. So we have some waymarks in this history. So haben wir einige Wegmarken in dieser Geschichte. Does that make sense? Macht das Sinn? We've touched on those. Wir haben diese kurz berührt. Time of trouble. Die Zeit der Trübsal. So does anyone have any comments on 34 AD and afterwards? Hat jemand noch einen Kommentar zu dieser Zeitperiode von 34 und danach? Sister Tamina. Back in the day, with the reform lines, we had, after the chateau, we had things like the disappointment, number 7. Früher hatten wir nach der geschlossenen Tür Symbole wie Enttäuschung und die Zahl 7 markiert. I missed the first one of your first words. Back in the days. After the... After What did we used to mark? the chateau. Okay, after the shut door. And I'm wondering, will we see that in the refinement of the reform lines as well, or? Und ich habe mich gefragt, ob wir diese Symbole in den verfeinerten Reformlinien auch sehen werden. What are we meant to see? Like, in my head, when I think about reform lines, I have the chart in my mind Also wenn ich an die Reformlinien denke, dann kommt mir immer die Karte in den Sinn, where we mark 1, 2, 3, wo wir 1, 2, 3 markieren. chateau, disappointment, Die geschlossene Tür, die Enttäuschung, number 7. die Zahl 7. So I understand that there needs to be a refinement, Deshalb scheint mir, dass es hier eine Verfeinerung geben müsste. and I know that we are taking the pattern of the 144,000. Und ich weiß, dass wir nach dem Muster der 144.000 gehen. And my question is, if we will also be able to if we also will mark 1, 2, 3, if we'll see a disappointment and a number 7, or if that. Deshalb frage ich mich, ob wir auch 1, 2, 3 markieren oder ob wir die Zahl 7 sehen werden oder ob das wegfällt. I'm not sure. Aber die Enttäuschung, ja. I think we would need to Ich bin nicht investigate sicher, ich glaube, wir müssen das untersuchen. and we would need to check whether or not we were taking some of those things from histories of failure. Und wir müssten überprüfen, ob wir einige dieser Symbole aus einer Geschichte des Fehlschlags genommen haben. Because if we're saying disappointment because of history of failure, Denn wenn wir Enttäuschung sagen wegen der Geschichte des Fehlschlags, then I would suggest that that was not true. dann würde ich sagen, dass das nicht wahr wäre. Or we need to define what type of Wir, disappointment we're talking wir about. müssten definieren, über was für eine Art Enttäuschung das wir reden. Is that okay? I'm not sure. I'll take that further. Ich bin nicht sicher. Good. Thank you. So the first work Das erste Werk is the ministry of John the Baptist. ist die Arbeit von Johannes dem Täufer. So remember we're doing this. Erinnert euch daran, wir machen dies hier. 4 BC, 4 vor Christus, 27, 27, 34, 34, 70, 100. 70 und 100. So now Jetzt we're doing the first group called, machen wir die erste berufene Gruppe and we understand und wir verstehen, that this is just the exact same model das geht nach dem gleichen Modell, as you would expect for the end of modern Israel. so wie wir das für das Ende des modernen Israel erwarten würden. So you have harvest, Wir haben die Ernte, harvest, Ernte harvest, und Ernte harvest. und Ernte. 4 harvests. 4 Ernten, This is for the priests, die für die Priester, the Levites, für die Leviten, the die Nethinims, Tempeldiener and the 144,000. und die 144.000. Does that make sense? Macht das Sinn? So now Jetzt we've already placed this one, haben wir bereits diese hier markiert, which is 70 to 100,
70 bis 100. We already know that this is the harvest of the world, 34 to 70. Wir wissen schon, dass das die Ernte für die Welt ist, von 34 bis 70. So I want us to come back. Deshalb möchten wir jetzt zurückgehen. What's this waymark? Was wäre diese Wegmarke? What's this waymark? Was ist diese Wegmarke? Sister May? Pentecost. Sister May says this one is Pentecost. Schwester May sagt, das ist Pfingsten. What's this one, Brother Jim? Was ist das, Bruder Jim? That's the cross. Das Kreuz. Yes. So we have the cross So haben wir hier das Kreuz and Pentecost. und Pfingsten. Why? Warum? Can you explain that to us, Brother Jim? Kannst du uns das erklären, Bruder Jim? Just the history, what's happening. in Einfach that die Geschichte, history. was hier geschieht. So we had the cross, and then Pentecost came after. So Wir hatten das Kreuz und danach kam 50 Pfingsten. 50 50 days. days, 50 Tage danach. and then they went out to the disciples went out to the Jews. Und dann gingen die Jünger zurück zu den Juden. So they go out, Sie gehen also. and what are they doing? Und was tun sie? They're saying, come out and join us. Sie sagen, Right. kommt heraus und tut euch zu uns dazu. So Brother Jim is saying, Bruder Jim sagt, first the disciples at the cross, zuerst die Jünger am Kreuz, then at Pentecost, dann an Pfingsten they do a work. tun sie ein Werk. We're all okay with that. Sind wir damit einverstanden? They're going back to the church. Sie gehen zurück zur Gemeinde. So first the disciples, Zuerst also die Jünger, back to the church at Pentecost. zurück zur Gemeinde an Pfingsten. Then you have the end of the 490, 34 AD. Dann haben wir das Ende der 490 Jahre, The gospel 34 is nach Christus. no longer restricted to the Jews, Das Evangelium ist nicht länger auf die Juden beschränkt and it goes to the world. und es geht an die Welt. First the church, Zuerst die Gemeinde, then the world. dann die Welt. First the Jews, Zuerst die Juden and then the Gentiles. und dann die Heiden. So this is the one that we're discussing. Das ist also was wir besprechen. First line. Die erste Linie. So what is this waymark? Was wäre diese Wegmarke? Brother Carl. Bruder Karl. This waymark. Diese Wegmarke. Whose line are we doing? Welche Linie ist das? I don't know, 144. This one is Diese Linie ist end of ancient Israel. das Ende des alten Israel. What line is this one? Welche Linie ist das? In your right? Sorry? In your right? No, priest. Can't call it priest. Es ist nicht die Linie der Priester. Want to make sure everyone knows what we're doing here. Ich möchte dafür sorgen, dass jeder weiß, was wir hier machen. So we've constructed this line, Wir haben diese Linie hier gemacht. end of modern Israel. Sorry, it's end of ancient Israel. Ende des alten Israel. Then we've looked at these other three fractals Dann haben wir diese anderen 3 Fraktale betrachtet. because you have 2 calls to the church and then one to the world. Dann man hat zweimal den Ruf an die Gemeinde und einmal an die Welt. This is the one that we're building. Diese Linie sind wir jetzt am Aufzeichnen. This Diese is this. ist diese. Does that make sense? Macht das Sinn? This one. Diese Linie, So if this was end of modern Israel, wenn das also das Ende des alten Israel war, this is 144,000. dann ist das die 144.000 This is priests. und das die Priester. But I don't want to say 144,000 and priests. Aber ich möchte das nicht 144.000 und Priester nennen. I want you to call this different Ich möchte, dass wir diese anders nennen. because it's the end of ancient Israel. Denn es ist das Ende des alten Israel. So what is this line? Was wäre also diese Linie dann? End of modern Israel.
das Ende des modernen Israel. All of this is end of ancient Israel. Alles, was wir hier machen, ist das Ende des alten Israel. We're not moving from history to history. Wir springen nicht von Geschichte zu Geschichte. So this is end of ancient Israel. Das ist das Ende des alten Israel So is this. und das hier auch. It's a portion of it. Es ist ein Teil davon. It's this line. Es ist diese Linie. So if we were doing end of modern Israel, Wenn wir das Ende des modernen Israel machen würden, this one would be 144,000. dann wäre das hier das Ende, dann wären das die 144.000. This one is the fractal of the priests. Und das hier ist das Fraktal der Priester. But we're not doing end of modern, we're doing end of ancient. Aber wir machen nicht das Ende des modernen Israel, sondern das Ende des alten Israel. So it's not 144,000 Es sind priests. nicht die 144.000 und die Priester, It's end of ancient. sondern das Ende des alten Israel. And who's the subject of this one? Und was wäre denn diese Gruppe? Beginning of modern. We're not going from history to history. Wir gehen nicht von Geschichte zu Geschichte. If we were saying end of modern Israel, Wenn wir sagen würden Ende des modernen Israel, and when we said 144,000 and priests, dann würden wir 144.000 und Priester sagen, we're still in one history. dann sind wir in einer Geschichte. We haven't gone to two different histories to say 144,000 and Wir priests. sind nicht zu zwei verschiedenen Geschichten gegangen, um 144.000 und Priester zu benennen. So we're staying in the same history for these two. Wir bleiben also in derselben Geschichte für diese zwei. These are what we call modern. Diese nennen wir modern, You could say end of modern Israel, das Ende des modernen Israel, fractal of the priests. und das Fraktal der Priester. One history. Eine Geschichte. Now we're saying end of ancient Israel, Jetzt würden wir sagen Ende des alten Israel, fractal of the. und das ist das Fraktal der. End of ancient Israel. Yep, we're in that history. Ja, wir sind in der Geschichte, I want to call it differently aber ich möchte es anders nennen. because we say priests. Denn wir sagen hier, das nennen wir Priester. Who was the subject of this line? Wer ist die Zielgruppe dieser Linie? The priest. The priests. Die Priester. So if this is now ancient Israel, Wenn das alte Israel ist, who are the subject of this line? was wäre dann der Name dieser Linie? Ancient Israel. You wouldn't say 144,000 or end of modern Israel. You'd give them a name. You'd say priests. Wir würden nicht 144.000 oder Ende des modernen Israel sagen, wir würden sagen Priester. Because they're the subject. Denn um sie geht es. They're going to be taken out Sie werden rausgenommen, before anyone else, vor irgendjemand anderem. trained, Sie werden trainiert, tested, getestet and then sent back to the church. und dann werden sie zurück zur Gemeinde geschickt. When it's modern Israel, you call them priests. Im modernen Israel nennen wir sie Priester. When it's ancient Israel, Im alten Israel, what do you call them? Disciples. I'm asking Brother I Carl. am sorry. Brother Carl, So he gives you his answer. you tell me the answer. Don't tell me what he said. This is end of modern Israel. das ist das Ende des modernen Israel. We have a big line Wir haben eine große Linie that we would say 1989, und wir würden mit 1989 beginnen, 2001, 2001, Sunday law, Sonntagsgesetz, close of probation, Ende der Gnadenzeit, second advent. zweite Wiederkunft. Call it end of modern Israel. Das ist das Ende des modernen Israel. Then we see there's this first group. Dann sehen wir, da gibt es die erste Gruppe. They're taken first and trained Sie werden zuerst rausgenommen und trainiert. because they are to start the reaction of gaining the other groups. Denn sie sollen diese Reaktion starten, dass die anderen Gruppen hereingeholt werden. We call them the priests Wir nennen sie Priester, because we take a story from Ezra. denn wir nehmen die Geschichte aus Esra. But this is modern Israel. We're speaking about ancient. Doch das ist das moderne Israel, jetzt sprechen wir aber vom alten Israel. So he's a disciple.
The disciples. I understand now. It makes sense? Yes, okay. So Die Yes, I Jünger. understand. I knew that you knew that, but somewhere there's confusion. Ich wusste, dass du das weißt, aber irgendwo hattest du einen Knopf. Is that okay, Brother Wolfgang? Ist das That's okay, for you. oder Wolfgang? Thank you. So we have this end of ancient Israel, Wir haben hier also das Ende des alten Israel, as it were the line of the 144,000. so wie wenn das jetzt die Linie der 144.000 Now we're wäre. not going to call it priests, we're going to call it disciples. Jetzt nennen wir diese nicht Priester, sondern Jünger. They're the first group called. Sie sind die erste gerufene Gruppe. And we're not doing it in order of time. Und wir machen es nicht der Reihe nach. We're not doing it this way where you have these successive harvests. Wir machen es nicht so, dass man die aufeinanderfolgenden Ernten sieht. We're placing the waymarks directly underneath each other. Wir legen die Wegmarken direkt untereinander. Harvest, harvest. Ernte, Ernte. Purely so I have more space. Einfach damit ich mehr Platz habe. So what's this waymark, Brother Carl? Was wäre also diese Wegmarke, Bruder Karl? Verse 34. The subject of this line you said is the disciples. Das Thema dieser Linie sind die Jünger, wie du gesagt hast. So you're tracing the history of the disciples. Du gehst also durch die Geschichte der Jünger. When you come to the big line, you know that this is the close of probation. Bei der großen Linie weißt du, dass das das Ende der Gnadenzeit ist. Shut door, Die geschlossene Tür, beginning of the time of trouble. der Anfang der Zeit der Trübsal. So for the first fractal, Für das erste the Fraktal, disciples, die Jünger, when does their time of trouble begin? wann beginnt denn ihre Trübsal? After the cross, no? Yes. Ja, So at the cross, beim Kreuz they're disappointed, sind sie enttäuscht, scattered, sie werden zerstreut and here begins their time of trouble. und hier beginnt ihre Zeit der When Trübsal. does it end? Wann ist diese Zeit fertig? Brother Jim, 34 AD. »34 nach Christus«. had a mind blank. Yes. Wait. Yes or no? No? Right? Pentecost. What's the question again? When When did did- the time of trouble for the disciples end? not 34. No. Pentecost. When it ends. When did it end? Not 34. Nicht 34. Begins here. Sie beginnt hier. This is the cross. Das ist das Kreuz. This is 2019. Das ist 2019. It ends Und das endet for us für uns in 2021. 2021. Our time of trouble ends Unsere Zeit der Trübsal when we go to work, ist zu Ende, wenn wir zur Arbeit gehen. back to the church. Zurück zur Gemeinde. So the time of trouble for the disciples ends Die Zeit der Trübsal für die Jünger when they go back to the Jewish nation, endet also, wenn sie zurück zu der jüdischen Nation gehen. which is when? Wann ist das? Pentecost. An Pfingsten. So what's the date for that? Was ist hier für das Datum? 31. 31. So it's easier not to put it on the board, Es ist einfacher, wenn wir das nicht auf die Tafel schreiben. both 31. But we understand what we mean when we say cross and Pentecost. Aber wir verstehen, was wir meinen, wenn wir das Kreuz und Pfingsten sagen. So is that okay? Ist das okay? So we already have our final 2 of the 5 waymarks. Jetzt haben wir schon die letzten 2 der 5 Wegmarken. This is the harvest or the time of trouble of this first group Das ist die Ernte oder die Zeit der Trübsal dieser ersten Gruppe. here. Yep. Is everyone okay so far? Alles okay bis hier? Okay with that? Pfingsten wäre also die Ankunft Christi, weil der Heilige Geist da niederkommt. Depends how you define Pentecost. Das hängt ein bisschen davon ab, wie wir Pfingsten definieren. What we mean when we say Pentecost. Was wir meinen, wenn wir Pfingsten sagen.
Ich meine, wir legen es übereinander mit der zweiten Wiederkunft. So we would have to see the same characteristics. Deshalb müssten wir die gleichen Eigenschaften sehen. Yes. Ja, So beforehand, it's just a thought which came to my mind is they could have known the day and the hour of Pentecost. einfach ein Gedanke, der mir kam. Sie hätten eigentlich den Tag und die Stunde wissen können von Pfingsten. Why? Warum? Because they just would have to calculate Weil sie einfach hätten rechnen müssen. the 50 days. Weil sie einfach die 50 Tage hätten zählen müssen. For me, it becomes kind of obvious Für mich wird das eigentlich offensichtlich, when you track their feasts. wenn wir durch ihre Feste durchgehen. It fits. Das passt. So I think, yes, they could have known. Ja, sie hätten die Zeit wissen können. Maybe they did. Vielleicht wussten sie es. What is Pentecost again? What feast day? Wochenfest. Hm? The Feast of Weeks, right? Feast of Weeks. So, we won't go all through our quotes. Wir gehen nicht durch alle Zitate. So we've already dealt with 34. Wir haben 34 schon angeschaut. We have all the quotes to show 34 Wir haben alle Zitate, um zu zeigen, dass das 34 ist. and 66 and 70. 66 und 70. Ellen White lines up the attempted killing of John with the three worthies in the fiery furnace. Ellen White legt den Mordversuch an Johannes mit dem Ölkessel parallel mit den 3 Freunden Daniels im Ofen. That John's experience here was a type of ours in our time of trouble. Die Erfahrung von Johannes hier war ein Typus für unsere Erfahrung in der Zeit der Trübsal. So you have all these quotes that support Wir haben also all diese Zitate zur Unterstützung. how the end of the 490, 34 AD, Das Ende der 490, 34 nach Christus. they're forced by persecution to flee. Die, Forced by persecution to flee. wie sie durch Verfolgung gezwungen sind zu fliehen. And then they're scattered. Dann sind sie zerstreut. But with them goes the gospel to the world. Aber mit ihnen geht das Evangelium an die Welt. So that there's quite a lot of logic to support 34 to 100. Da gibt es also genug Logik, um 34 nach Christus zu unterstützen. When I say logic, I mean intelligently reading quotes. Wenn ich sage Logik, dann meine ich, dass man die Zitate intelligent liest. But from now on, our subject of study is from 4 BC to Pentecost. Aber mein Thema dieses Studiums ist also 4 nach Christus bis Pfingsten, Because you are here. weil wir hier sind. That's what's relevant to you right Das now. ist für uns jetzt wichtig. Anyone have any thoughts or questions? Hat So jemand noch Gedanken oder Fragen bis hier? So we'll come back to the beginning, Gehen wir zurück zum Anfang. and we have the birth. Da haben wir die Geburt. The birth of who? Wessen Geburt? John. Von Johannes. Good, Gut, because he's the first angel. weil er der erste Engel ist. So we're marking the arrival of the first. Hier markieren wir also die Ankunft des Ersten. When does John begin his ministry? Wann beginnt denn Johannes seinen Dienst? Sister May. Schwester May. John is born. Johannes wird geboren. He's going to go through an increase of knowledge, Er geht durch eine Zunahme an Erkenntnis and then he's going to begin to teach. und dann beginnt er zu lehren. When does he begin to teach? Wann beginnt er zu lehren? Half year before he baptized Jesus. So he's saying half a year, Yeah. Ein halbes Jahr. 6 months. 6 Monate. Why, Brother Roland? Warum, Bruder You Roland? shouldn't have whispered. Du solltest nicht flüstern. Ist das falsch oder richtig?
Is it wrong or right? No, I like it. Na, es gefällt mir. Okay, wir konnten es in anderen Darstellungen einfach so aufnehmen, dass es so etabliert wurde. Das In habe ich nicht verstanden. In anderen Darstellungen wurde es so etabliert. So in other presentation, this was established like this way. How? Wie? You don't have to give us the whole logic Du musst uns die ganze Logik or the geben. quote or anything like that. Johannes Tat Concept. oder Johannes der Täufer ist ein halbes Jahr eher geboren als Christus. so John the Baptist was born half a year earlier than Christ. So, da ist der Gedanke dahinter, dass er halt auch seinen Dienst ein halbes Jahr eher begann. So that's the thought behind that he would start his ministry half a year earlier. So John was born half a year, Johannes wurde ein halbes Jahr, 6 months 6 Monate before Christ. vor Christus geboren. So you have 4 BC, Hier haben wir also 4 vor Christus, the birth of John. die Geburt des Johannes. And then 6 months later, Und 6 Monate später you have the birth of Christ. wird Christus geboren. Is that okay? Ist das okay? So you have 6 months between the birth of John and the birth of Christ. Also 6 Monate zwischen der Geburt des Johannes und der Geburt von Jesus. Sister Sue Ellen. Schwester Sue Ellen. Started his work at the age of 30. Who started his work at the age of 30? John. Wer begann denn seine Arbeit mit 30? How do you know he began at the age of Woher 30? weißt du, dass er mit 30 seinen Dienst begann? Because that's how old you had to be a priest. And I thought that's when Jesus started also, and he started 6 months before him. Weil das I mean, at das that Alter age. ist, wo ein Priester seine Arbeit aufnimmt und Christus war auch ein Priester und er begann ein halbes Jahr vor ihm. So Christ is born here 6 months after John, Christus wird hier geboren, 6 Monate nach and Johannes. it's going to be 30 years Dann werden es 30 Jahre, before Jesus begins his ministry. bevor Christus seinen Dienst antritt. Jesus arrives. Dann kommt Jesus an. So we know when Jesus starts, it's 30 years after, Wir wissen, wenn Jesus beginnt, nach 30 Jahren, but this is the first dispensation. aber das ist die erste Dispensation. We want to understand when the first angel began to speak, Wir möchten wissen, wann der erste Engel begann zu sprechen, because that would be the formalization of his message. denn das wäre die Formulierung seiner Botschaft. And Brother Roland Und Bruder Roland said that because Christ was born 6 months after John, sagte, weil Christus 6 Monate nach Johannes geboren wurde, Jesus must have been baptized 6 months after John began his ministry. musste Jesus auch 6 Monate nachdem, dass Johannes seinen Dienst begonnen hatte, getauft werden. And Sister Sue Ellen said Und Schwester Sue Ellen hat gesagt, that the reason it would have to be 6 months before der Grund, warum es 6 Monate zuvor sein müsste, is because a priest ist, weil ein Priester needed 30 years preparation. 30 Jahre Vorbereitung brauchte. So what is she reminding us about John? Woran erinnert sie uns also über Johannes? Who is John? Wer ist Johannes? John is a priest. Johannes ist ein Priester. Christ is a priest. Christus ist ein Priester. After what order? Nach welcher Ordnung? Aaron. Christ? Aaron. Christus? Christ or John? Christ. Johannes oder Christus? Melchizedek. Melchizedek. Christus ist ein Priester. Nach der Ordnung des Melchizedek. So Christ is a priest after the order of Melchizedek. Jesus ist ein Priester nach der Ordnung des Melchizedek. John is not. Johannes ist das nicht. Christ was the first of that order. Christus war der erste dieser Ordnung. But John is a priest Aber Johannes ist ein Priester after the order of who, Sister Tamina? nach der Ordnung von wem? Aaron. Aaron. Von Aaron. Why? Warum? Good question. Okay. I think because he doesn't stand up and overturns the sanctuary system.
Ich glaube, weil er nicht aufsteht und den Heiligtumsdienst. Dein Ton ist weg. He doesn't stand up and overturn the sanctuary system. You have to say it in English, Brother Jonathan. Water drinking. Mhm. Das höre ich jetzt wieder, ja. Test. Okay. Nicht mehr nötig. You can continue. You can continue. It's on? Yeah. We're good to go? Ja. So can you repeat your last thought, Sister Tamina? Könntest then du deinen Sue Ellen has a letzten question. Gedanken nochmal wiederholen? John is not the one overturning the sanctuary system. Johannes ist nicht derjenige, der den Heiligtumsdienst sozusagen stürzt oder auf den Kopf stellt, Christ is the one. sondern Christus. So John doesn't overturn the sanctuary system, Christ does. Also Johannes stellt den Heiligtumsdienst nicht auf den Kopf, sondern Christus. Sue Ellen. And also wasn't his father a priest from the order of Aaron? And his father was a priest. Und sein Vater war auch ein Priester nach der Ordnung Aarons. So John was a legitimate Jewish priest. Johannes war ein legitimer jüdischer Priester. So he kept to the system, Er hat sich an das System gehalten, waited till he was 30. hat bis 30 Jahre gewartet. Christ also waits till he's 30, Christus wartet auch, bis er 30 ist, but he's not a legitimate priest after their order. aber er ist nicht ein legitimer Priester nach ihrer Ordnung. Instead, he breaks all the rules. Stattdessen bricht er all die Regeln. So I'll give you a couple of references. Ich gebe euch dazu ein paar Zitate. It's Luke 3, 1-3. Lukas 3, 1-3. Luke 3, 1-3 gives you the chronology, Lukas 3, 1-3 gibt uns die Chronologie. and the reference to explain or break down that chronology is in Daniel and Revelation. Und die Referenz, um diese Chronologie zu erklären, und die befindet sich in Offenbarung. Revelation, what? Sorry. Daniel and Revelation. In Daniel und Offenbarung. 269.2. Seite 269.2. And Uriah Smith will tell us Uriah Smith wird uns sagen, that this chronology dass diese Chronologie shows John beginning his ministry in late 26, early 27. zeigt, dass Christus seinen Dienst Ende 26 und Anfang 27 begann. 6 months before the baptism of Christ. 6 Monate vor der Taufe Christi. And he says, Habe ich gesagt both Christus? John and Christ, Und er sagt, beide, Johannes und Christus, according to the law of the priesthood, Continue. entered upon their work when they were 30 years of age. Beide, Johannes und Christus, haben ihren Dienst mit 30 begonnen, wie es im Gesetz der Priesterschaft vorgesehen ist. So this is 26 to 27, Das wäre also 26 bis 27. late 26, Ende 26, Anfang that time 27. period. So we're all okay with that. Alle einverstanden? So we have the arrival of the first angel, Wir haben also die Ankunft des ersten Engels, his work, seine Arbeit, increase of knowledge, seine Zunahme in Erkenntnis, formalized just like Miller when he begins to teach. die Formulierung, so wie bei Miller, als er zu lehren begann. He does that for 6 months. Das tut er 6 Monate Then lang. you have the arrival of the second, Dann kommt der zweite an, the arrival of Christ at his baptism. die Ankunft Christi an seiner Taufe.
So, when John is born, Als Johannes geboren wurde, there's a prophecy given. da gab es eine Prophezeiung. What is that prophecy? Wie lautet diese Prophezeiung? What prophecy was given to John at his birth? I don't know what it says, like the words, but it had to do with the deliverance of the yoke of the Romans. Deliverance of the yoke of the Romans? Oh, that they would be delivered from their enemies. Enemies, it says, I think. Can anyone find the quote? We want the quote of the prophecy at John's birth. It's in Luke. Lukas 1 ab Vers 71. Luke 1:71. 71 starts. Luke 1:71. So Ellen White's going to comment on this, Ellen White kommentiert das and she's not going to quote all of it. und sie zitiert nicht alles. She takes out a couple of key phrases. Sie nimmt einige Schlüsselabschnitte heraus. In verse 72, Im Vers 72, there's the phrase da heißt es, to remember zu gedenken his holy covenant. seines heiligen Bundes. Then she'll skip verse 73 Dann überspringt sie Vers 73 and part of 74, und einen Teil von Vers 74. and then she'll quote Und dann zitiert sie. what she's quoting. Was zitiert sie? That we being delivered out of the hand of our enemies. Dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde. Who are their enemies? Wer waren denn ihre Feinde? The Romans. Die Römer. Does that make sense? Macht das Sinn? The enemies, Die Feinde, as every good Jew understands, so wie das jeder gute Jude verstand, is the Romans. das waren die Römer. If this was given Wenn das gegeben at the wurde birth of Moses, zur Geburt Mose, who were their enemies? wer waren dann ihre Feinde? Egyptians, Die Ägypter, Pharaoh. der Pharao. So now this is given at the birth of John. Jetzt wird das an der Geburt des Johannes gegeben. It's not Egypt and Pharaoh, Jetzt sind es nicht Ägypten oder der Pharao, it's Rome and Caesar. sondern Rom und der Cäsar. So at the birth of John Zur Geburt von Johannes is given this prophecy, this message. wurde diese Prophezeiung, diese Botschaft gegeben. This message, Diese Botschaft, who is it being given to? wem wurde sie denn gegeben? Who is this message being given to? Wem wurde diese Botschaft gegeben? Sister May. Schwester May. Who's being given this prophecy, this message? Wem wird diese Prophezeiung gegeben, diese Botschaft? To the father of John. To the father of John, Yeah. Johannes Vater. Brother Wolfgang. God's people? Gottes Volk. Anyone else? John's father. John's father, Zacharias. Dem Vater von Johannes, dem Zacharias. Anyone else? Sonst noch jemand? Verse 76. Vers 76. And thou, child, shall be called the prophet of the highest, Und dein Kind soll der Prophet des Höchsten genannt werden. for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways, Denn du sollst vor dem Angesicht des Herrn gehen und den Weg bereiten.
Verse 79. Vers 79, To give light to them that sit in darkness. um ihnen Licht zu geben, die im Dunkeln sitzen. So Zacharias is prophesying. Zacharias prophezeit, I agree with Brother Wolfgang. ich stimme mit Bruder Wolfgang überein, Directed to God's people. das geht an Gottes Volk. It's a message to Zacharias. Eine Botschaft an Zacharias. All answers are correct. Alle Antworten sind richtig, But I want to suggest the perspective aber ich würde noch gerne die Perspektive vorschlagen, that this is a specific message for the child that's not yet born. dass diese Botschaft sich speziell an das Kind richtet, das noch nicht geboren ist. The child is being given his job description. Dem Kind wird da seine Aufgabe beschrieben. Does that make sense? Macht das Sinn? So John is being given his job description. Johannes wird also seine Aufgabe beschrieben. So he's born, Er wird geboren, he's taught er wird gelehrt by his mother and father, von seinem Vater und seiner Mutter. and his prophecies repeated and repeated. Und diese Prophezeiung wird wiederholt und wiederholt. And he's told that he's being told Und ihm wird gesagt, the purpose of all of this dass das Ziel von all dem is that God will remember the covenant he made with who? ist, dass Gott an den Bund erinnern wird, den er mit wem gemacht hat. Who is the covenant between? Zwischen wem besteht dieser Bund? God and the Jewish nation. Gott und der jüdischen Nation. So if God is going to remember the covenant he has with the Jewish nation, Wenn sich also Gott an diesen Bund erinnert, den er mit der jüdischen Nation hat, what do you expect to happen? was erwartet ihr dann, was geschieht? Wenn er sich daran erinnert, Remember the first part, Ellen White hasn't quoted it. erinnert euch an den ersten Teil, den Ellen White nicht zitiert hat. What's the first part? Was war der erste Teil, den sie zitiert? 72. Im Vers 72. First part of verse 72. Oh, Der erste Teil des Vers 72. perform the mercy promised to our fathers. Yes. To perform the mercy promised to the fathers. Die Gnade walten zu lassen, die unseren Vätern versprochen wurde. So rephrase that. Wir werden das paraphrasieren. If you were to go into the definition of that word mercy, Wenn wir mal die Definition dieses Wortes Gnade anschauen, it'll give you kindness dann sehen wir da Freundlichkeit or goodwill, oder good Goodwill. intentions. gute Absichten. So God is going to perform Gott wird also the kindness die Freundlichkeit or the good intentions oder die guten Absichten, that he promised to the fathers. die er seinen Vätern versprochen hat, ausüben. And when he does that, Und wenn er das tut, depends how you want to read this. je nachdem, wie man das lesen It's in möchte, two parts. es gibt 2 Teile. How do you want to read it, Sister May? Wie möchten wir das lesen, Schwester May? Sorry, I'm not concentrated. Verse 71. Im Vers 71. Go back a verse. Geh mal einen Vers zurück. How many parts is that verse in? Wie viele Teile hat dieser Vers? How many parts in verse 71? Wie viele Teile hat Vers 71? So it's in two parts. Er kommt in 2 Teilen. When you see that, what do you want to do with it? Und wenn du das siehst, was möchtest du dann damit tun? Compare and contrast. Vergleichen und kontrastieren? And we would call it, in this case, what would we call it? Kontrastieren. I wondered if that's what had happened.
Ist okay. So it's a compare and contrast. Ähm, You say it's also a repeat. vergleichen und kontrastieren oder wiederholen und erweitern. You're saying it's a repeat and enlarge. Wiederholen und erweitern. So break that down. Und zerleg das mal. We have saved Wir haben gerettet. in the first part. Saved from enemies. Gerettet vor den Feinden. Erlöst vor den Feinden. From the hand of all that hate us. So let's get more information about the enemy. So to be saved Yeah. Um erlöst zu sein, means to be taken from the hand, das heißt, dass man freed from the hand aus der Hand befreit wird, of the enemies, aus der Hand des Feindes. and your enemies Und die Feinde are those that hate you. sind diejenigen, die dich hassen. So it's interesting when we go to Daniel 11 Es ist interessant, wenn wir zu Daniel 11 kommen and it talks about escaping or being freed from the hand of the papacy. und da geht es darum, dass man aus der Hand des Papsttums befreit wird. So that's just an interesting, I think, lesson. Das ist eine interessante Lektion, denke What it ich. means to escape out of the hand. Davon, was es heißt, aus der Hand zu entwischen. So 71 is repeat and enlarge. Is everyone okay with that? Im Vers 71 sehen wir also Wiederholung und Erweiterung. Saved from enemies. Erlöst von den Feinden. I'm going to add the word escape Hier füge ich noch das Wort entwischen hinzu. from the hand of those that hate. Aus der Hand derjenigen, die hassen. So verse 72, Im Vers 72, Sister May, Schwester May, how many parts is verse 72? wie viele Teile hat Vers 72? Two part. It's in two parts. 2 Teile. So what do you want to do? Was möchtest du also tun? To do the same like 71. Dasselbe wie bei 71. So it's repeat and enlarge. Wiederholung und Erweiterung. Performance mercy promised to our Father equals the I think the promise the mercy promise to our Father should be equal the Holy Covenant. So up the top, what do you want to put for the first part? Den ersten Teil. Was willst du hier hinschreiben? Perform. Perform. Wie heißt das im Deutschen? Ich habe keine Akku mehr. Perform. Einfach wie es im Vers steht. Nee, wie es im Vers steht. Ich hoffe, die korrekt ist. Vollbringen. Hast du ein Telefon da? Gib mir das Telefon. Durchführen, leisten, ausüben, vornehmen. Ist Bibelvers wollte sie haben, aber Aber wie heißt es in dem Vers? Hast du es? Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern. Erzeigen, okay. Und zu erzeigen, So continue. The first part. und an seinen heiligen Bund zu gedenken. Yes. Was that meant to be translated to English? Yeah, I don't have the verse in German because Okay. I ran out of battery. No, it's fine. You can continue. Perform. So, erweisen, mercy. So we'll just lay out the key words of the first part first. wir Okay. betrachten jetzt mal zuerst die Schlüsselbegriffe des ersten Teils. Sister Sue Ellen, if you want. Promised is a word that's been brought in. It's an added word. Also, hier gibt es ein hinzugefügtes Wort, Perform mercy. Versprechen, I don't mind promised, but they must have thought that we Also- needed it there. Gnade erweisen,
Perform mercy Gnade erweisen, that was promised die versprochen wurde, to the fathers. den Vätern. So that's the first part. Das ist also der erste Teil. And then Sister May is saying that part 2 is a repeat and enlarge of that. Und Schwester May sagte, dass der zweite Teil eine Wiederholung und Erweiterung davon wäre. So mercy Die Gnade means kindness. bedeutet Freundlichkeit. It's positive. Es ist etwas Positives. It's something that has been, that is an intention. Eine Absicht. Compassion. Mitgefühl. So there's something compassionate, merciful promised to the fathers. Den Vätern wird also ein gewisses Mitgefühl, eine Barmherzigkeit versprochen. And in part 2, it's going to just give a repeat of that with different words. Und im zweiten Teil wird uns eine Wiederholung davon gegeben, und zwar in anderen Worten. The covenant, the holy covenant. Where do you want to place covenant? Wo möchtest du den Bund hinsetzen? To mercy. So they remember to perform. I would think the same. Zu gedenken ist gleich zu erweisen. So to perform the mercy means to remember the covenant. Also Barmherzigkeit zu erweisen würde heißen, dem Bund zu gedenken. Does everyone agree with that? Sind damit alle einverstanden? Sister Sue Ellen? I mean, why wouldn't you put holy covenant? You don't need that. Brother Carl? Yes, you agree. You agree? Brother Roland? Bruder Roland? Yes. Sister Janice? Yep. So this second verse, the verse 72, seems to be in two parts. Dieser zweite Teil, also vom Vers 72, das scheint in zwei Teilen zu sein. Perform the mercy Gnade zu erweisen, promised to the fathers. die den Vätern versprochen wurde, So yes, verheißen wurde. everyone's agreeing that only the first part is repeated. Und stimmen alle zu, dass nur der erste Teil sich wiederholt. A promised fathers is description of the mercy. So the mercy, what kind of mercy is. So yeah, it's also addition information to the mercy. So you know what this mercy is Yeah. Wir wissen also, was diese Barmherzigkeit ist, because it was promised to the fathers. weil sie den Vätern verheißen wurde. How do you know what covenant this is? Woher weißt du denn, was für ein Bund das ist? Is a equal mercy, and this also promised to the fathers. Es ist das gleiche wie die Barmherzigkeit und ist auch den Vätern verheißen. So that's remember. Says it was given before. Das heißt zu gedenken, weil es zuvor gegeben wurde. So if I understand you correctly, Wenn ich dich korrekt verstehe, you're saying that this remembering sagst du, dass dieses Gedenken is remembering this. dem Gedenken, Because here you're Gleich remembering steht. what you promised. denn hier denkst du daran, was dir verheißen wurde. So this performance of the mercy, Denn diese Gnade, die erwiesen wird, you're saying remember does not mean to perform. No. das Gedenken heißt nicht das Erweisen. To remember Sich an etwas zu erinnern oder means zu to gedenken, look back heißt zurückzuschauen and see what you promised the fathers. und zu sehen, was den Vätern verheißen wurde. Does everyone see what she did there? Sehen wir alle, was sie hier gemacht hat? We had remember under perform. Wir haben also Gedenken unter
unter erweisen. But what is being remembered is this promise. Aber was gedenkt man denn dieser Verheißung? The memory is the promise Die Erinnerung ist die Verheißung, that was made to the fathers. die den Vätern gegeben wurde. And the covenant that is the mercy. Und der Bund ist die Barmherzigkeit. Is everyone willing to change or do people not? You're not willing to change. Möchte jemand was verändern oder ist es gut? You want to say that perform the mercy is to remember the covenant. Yes. Du möchtest sagen, dass die Gnade zu erweisen ist, dem Bund zu gedenken. If I was kind Wenn ich freundlich wäre and you actually liked it and I could do it, und du das magst und ich das tun könnte, and I was to say, I will give you a foot massage tonight, und ich würde sagen, dass ich dir heute Abend eine Fußmassage gebe, I would perform the kindness, the kind act. dann würde ich etwas Freundliches tun. Is that the same thing as remembering? Ist das Gleiche, als wenn man daran zurückdenkt oder daran gedenkt? With repeat and enlarge, I would suggest yes. Mit Wiederholen und Erweitern würde ich sagen, ja. Because either you perform the promise, Denn entweder erweist man die Barmherzigkeit, man erfüllt das Versprechen, die Verheißung, you perform or remember the covenant. oder man erfüllt oder gedenkt dem Bund. Something you do. Etwas macht man. So I think what we're constructing Ich denke, was wir hier machen, is either this model, one after the other, ist, dass wir eher entweder dieses Modell nehmen, eins Oh. nach dem anderen. or we're saying perform Wir sagen erweisen, mercy die Gnade oder die Barmherzigkeit. promise Die Verheißung fathers von den Vätern, remember gedenken, covenant. Bund. And now what are we constructing? Was haben wir jetzt gemacht? Chiasm. Chiasmus. So when you do it this way, you're flipping the remember and the to perform the mercy, Die Gnade erweisen, you have the covenant, haben wir den Bund the promise to the fathers und die Verheißung an die Väter is the remember. ist das Gedenken. So it's not a chiasm, Ist kein Chiasmus. or I'm confused. Oder ich bin verwirrt. Verse 73. You Mir take us out gefällt of Vers our 73. agony. I don't know, it helped me, verse 73, to understand verse 72. Mir hilft Vers 73 beim Verstehen von Vers 72. Ja, 73 hilft mir, um 72 zu verstehen. But I don't want to get everyone confused and off track. Aber ich möchte nicht jeden verwirren. I think 73 confirms it, Ich denke, dass Vers 73 es bestätigt, that this is a repeat and enlarge. dass das eine Wiederholung und Erweiterung ist. The oath which he sware to our father Abraham. Des Eides, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. So the covenant and the oath are the same thing. Der Bund und der Eid sind also dasselbe. This is the promise to the father, Das ist das Versprechen an den Vater. the oath to the father is the promise to Abraham. Die Verheißung an die Väter ist das Versprechen an Abraham. So it's linking that repeat and enlarge. Hier wird also die Wiederholung und die Erweiterung verbunden. That the father is Abraham, Der Vater ist Abraham and this covenant is an oath made to Abraham. und der Bund ist ein Eid, der dem Abraham gemacht wurde. Does that make sense? So I think Macht das Sinn? 73 is an added witness for this being a repeat and enlarge. Ich glaube, Vers 73 ist ein zusätzlicher Zeuge dafür, dass das eine Wiederholung und Erweiterung ist. Because it directly links the two. Da sind die beiden direkt verbunden. So whatever this is, Was auch immer das ist, I'm suggesting ich würde vorschlagen, that if I offered to do something for you,
dass wenn ich dir anbiete, etwas zu tun and I did it, und ich das mache, I performed it, dann erweise ich das, that's different to remembering it. dann ist es etwas anderes, als wenn ich daran gedenke. But I don't think it's a major point. Aber ich glaube nicht, dass das sehr ein wichtiger Punkt ist. We're all content it's a repeat and enlarge. We're all? All Wir sind content. alle zufrieden damit, dass das Wiederholung und Erweiterung ist. So the reason I did this Der Grund, warum ich das gemacht habe, is because we wanted to think about what it meant to remember his holy covenant. ist, dass wir darüber nachdenken möchten, was es heißt, dass man den Heiligen Bund gedenkt. And when we think of God will remember, Und wenn wir daran denken, dass Gott etwas gedenkt, we can be tempted to think that that's negative. können wir, oder ist die Versuchung groß, dass wir denken, dass das etwas Negatives But if ist. you do a compare and contrast, Aber wenn wir vergleichen und kontrastieren, is that remembering positive or negative for Israel? ist dieses Gedenken dann etwas Gutes oder etwas Schlechtes für Israel? Positiv oder negativ? It's good. Es ist positiv. It's good. Etwas It's Gutes. a promise made to Abraham. Eine Verheißung, die dem Abraham gegeben wurde. And in verse 74, Und im Vers 74, what is the promise? was ist da die Verheißung? Hand of our enemies. You be delivered out of the hand of your enemies. Dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde werden. And the enemy Und die Feinde, is Rome and Caesar. der Feind ist Rom und der Cäsar. Does everyone agree with that so far? Sind damit alle einverstanden? So now we have a problem, Jetzt haben wir aber ein Problem, don't we? oder nicht? Or we could say John has a problem. Oder Johannes hat ein Problem. What problem does John have? Welches Problem hat Johannes? This is his message. Das ist seine Botschaft, What he has grown up from the time he was born, mit der er seit seiner Geburt aufgewachsen having ist, repeated to him. die ihm immer wieder wiederholt wurde. Be bedtime stories every night. Das war seine Gute-Nacht-Geschichte. When his dad tucked him into bed Jeden Abend, wenn sein Vater ihn zu Bett gebracht hat. and would speak about how an angel came Da würde er ihm erzählen, wie ein Engel gekommen ist and he had a message just for you. und der hatte eine Botschaft nur für dich. And that message Und diese Botschaft that God is remembering his people, the nation of Israel. ist, dass Gott sich an sein Volk, die Nation Israel, erinnert. He went into a covenant Er ist einen Bund mit ihnen eingegangen, with Abraham. mit Abraham, So ancient Israel, das alte Israel. they're all the children of Abraham, Sie sind all die Kinder von Abraham part of that covenant. und sie sind Teil dieses Bundes. God looks down, Gott schaut runter. he sees our suffering Er sieht unser Leiden under those who hate us, unter denen, die uns hassen. and he's going to give us freedom. Und er wird uns die Freiheit schenken. Does this seem fair? Erscheint euch das fair? We're all standing 2,000 years later, Wir stehen jetzt alle 2000 Jahre später and we look at this, und wir schauen uns das an and we know that definition is not correct. und wir wissen, dass diese Definition nicht korrekt ist. Ancient Israel is about to be destroyed. Das alte Israel steht kurz vor seiner Zerstörung. 34 AD. 34 nach Christus. This is shipwreck Das ist Schiffbruch in Acts 27. in Apostelgeschichte It was 27. modern Israel. Das war das moderne, für das moderne Israel. 66, 66, 70. 70, This is the destruction of ancient Israel. das ist die Zerstörung des alten Israel. So does this feel like a fair prophecy? Scheint euch das wie eine faire Prophezeiung? We can have some sympathy for John. Wir können mit Johannes mitfühlen. He's a priest after what order? Er ist ein Priester nach welcher Ordnung? Aaron, Nach der Ordnung Aarons, by blood, nach dem Blut, because he is an Israelite. denn er ist ein Israelit. And then Und dann he's given this prophecy. wird ihm diese Prophezeiung gegeben. And he's being told Und es wird ihm gesagt, that God is about to restore the glorious land. dass Gott in Kürze das herrliche Land wiederherstellen wird. So when he begins his message, Wenn er mit seiner Botschaft beginnt, late 26, early 27, Ende 26, Anfang 27, and he is saying what to the Pharisees? und er sagt da sagt er was zu den Pharisäern. Was sagt er zu den Pharisäern? You're all terrible people. Ihr seid alle schreckliche Leute.
A generation of vipers. Eine Generation der ein Schlangenbrut, doch? Ja. But we also know what he's saying. Aber wir wissen auch, was er sagt. There's a Messiah about to be born Er sagt, der Messias wird in Kürze geboren, who will free us from those that hate us. der uns vor denen, die uns hassen, befreien wird. So he has this warped idea. Er hat diese verzerrte Idee, Vorstellung. The glorious land is bad. Das herrliche Land ist etwas Schlechtes. The glorious land is in wickedness. Das herrliche Land befindet sich in Bosheit. But he's looking outside the glorious land, Aber er schaut aus dem herrlichen Land heraus, which he sees is bad, von dem er sieht, dass es schlecht ist. and who does he see the enemy to be? Und wen sieht er als Feind an? Rome. Rom. Rome is the enemy. Rom ist der Feind. Rome hates us. Rom hasst uns. The glorious land is bad, Das herrliche Land ist schlecht, but God will clean it up. aber Gott wird es aufräumen. He doesn't genuinely believe Er glaubt nicht wirklich, that the glorious land is about to be destroyed. dass das herrliche Land zerstört werden wird. You all know where we're going with this. Ihr wisst schon alle, wo das hinführt. First angel, first angel. Der erste Engel, der erste Engel. They're both looking at the glorious Sie land, schauen sich beide das herrliche Land an. and we can make this Adventism, Und wir können dies hier zum Adventismus machen. but you can make ancient Israel Adventism, Ihr könnt aus dem alten Israel den Adventismus machen. or you can go glorious land, glorious land. Oder herrliches Land, herrliches Land. Ancient Israel, Altes Israel, United States. Vereinigte Staaten. And Elder Jeff knows that the United States is bad, Und ältester Jeff weiß, dass die Vereinigten Staaten schlecht but sind. he's saying, don't show that to me. Aber er würde sagen, zeig mir das nicht. Who does he care about? Was kümmert ihn? Rome. Rom. So there are some limits to every parable. Jedes Gleichnis hat seine Grenzen. We want to make this Adventism, Wir wollen das zum Adventismus machen, but you can also see the connection with the United States. aber wir können auch eine Verbindung mit den Vereinigten Staaten sehen. And in this story, Und in dieser Geschichte, this perspective, von dieser Perspektive, I would suggest it fits. würde ich vorschlagen, das passt. John sees everything that's bad, Johannes sieht alles, das schlecht ist, but he doesn't honestly believe. aber er glaubt es nicht ehrlich, aufrichtig. He's turning his attention. Er wendet seine Aufmerksamkeit The evil all comes from outside Israel. dem Bösen zu, das alles außerhalb oder von außen, außerhalb von Israel. And Elder herkommt. Jeff does the same. Und ältester Jeff tut dasselbe. The globalists, Die Globalisten, the UN, es ist die UN and the papacy. und das Papsttum. And he doesn't like to have it pinned on America. Und er mag es nicht, wenn man den Fokus auf Amerika richtet. So John has a problem. Johannes hat also ein Problem. And this message that he's giving Und diese Botschaft, die er gibt, for this 6-month time period, für diese 6 Monate, we can recognize that there are errors. wir können daran erkennen, dass sie Fehler beinhaltet. But I think we can all see Aber ich denke, dass wir alle sehen können, that God set him up for that. dass Gott ihn dafür eingesetzt hat. I think if we were to take away all of the knowledge that we have about what happened after, Ich denke, wenn wir das ganze Wissen wegnehmen würden darüber, was danach geschah, I don't know if we could honestly say that we would have expected differently to John. I don't know what you mean. We would have expected the same as John. Wir hätten dasselbe erwartet wie Johannes. Do you have any thoughts or comments on that so far? Haben wir noch Gedanken oder Kommentare dazu? Sister Sue Ellen. Ich hatte einen Gedanken. Als ich das gelesen habe, dachte ich, That the mercy, let's see, how does it say? That the mercy promised to our fathers. I was thinking about the promise of the seed. dass die Ja, Gnade, die from unseren Genesis. Vätern verheißen wurde, da dachte ich an den Samen That would in 1. Mose.
you know, and that we had enmity between, which is hatred, dass between da our enemy Feindschaft there. zwischen den Samen herrschen würde. And he knew, and he knows that Christ is the Messiah, Und er So weiß, he dass would Christus be- der Messias ist. the mercy of that seed coming to finally come upon the scene and become the Messiah. Also das wäre dann diese Barmherzigkeit, die aus diesem Samen heraus Yes. kommt, To deliver us from our enemy, die uns dann von den Feinden erlösen würde, Satan and his angels. von Satan und seinen Engeln. In verse 76, Im Vers 76, he's told clearly, da wird ihm ganz klar gesagt, he is not the Messiah. er ist nicht der Messias. His job is to prepare the way for the Messiah. Seine Aufgabe ist es, den Weg für den Messias zu bereiten. And what Sister Sue Ellen is highlighting Und was Schwester Sue Ellen unterstreicht, is that deliverance ist, dass diese Erlösung, that was promised to the fathers die den Vätern verheißen wurde, is coming through a Messiah. durch den Messias kommt. So what type of Messiah do you expect? Welchen Messias erwarten wir also? A Messiah who's a warrior king. Einen kriegenden König. You're all set up for that. Man ist wenn wir darauf trainiert oder vorbereitet. So from the very beginning, Von Anfang an you know there's going to be confusion weiß man also, dass es da Verwirrung geben wird and trouble und Probleme between the first angel and the second. zwischen dem ersten und dem zweiten Engel. Does that make sense? Macht das Sinn? So we've constructed the end of ancient Israel. Wir haben also das Ende des alten Israel hier gemacht, This top line. diese obere Linie. And then we are constructing the line of the disciples. Und dann die Linie der Jünger. We would call it the priests Die würden wir die Priester nennen, if we were doing modern. wenn wir das moderne Israel We're machen würden. constructing ancient. Aber wir machen hier das alte Israel. We came to this first Wir dispensation. sind zu dieser ersten Dispensation gekommen. It's the same for both. Die ist für beide gleich, Just as you would see 1989, 9/11. so wie man auch 1989 und 9/11 markieren würde. The work of the first angel. Die Arbeit des ersten Engels, He has 6 months er hat 6 Monate, of work before the baptism 6 Monate seine Aufgabe vor dem zweiten Engel, because he's also going to wait till he's 30. denn er wartet auch, bis er 30 ist. Then we have the arrival of Christ. Und dann haben wir hier die Ankunft He's Christi. arriving. Er kommt an, He's not yet beginning his ministry. aber er beginnt noch nicht seinen Dienst. We'll discuss that tomorrow. Und das besprechen wir morgen. If you kneel with me, we'll close in prayer. Wenn ihr mit mir kniet, dann schließen wir noch mit einem Gebet ab. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, thank you for our blessing. wir danken dir für unsere Segnungen. We know that the world is in turmoil, Wir wissen, dass die Welt sich in Unruhen befindet and you want to show us just where we are in history. und du möchtest uns genau zeigen, wo wir uns in der Geschichte befinden. I pray for our brothers and Ich sisters bete für unsere Brüder und Schwestern, that are troubled, die Probleme haben, that are facing difficulties die Schwierigkeiten gegenüberstehen, because of the time period that we find ourselves in. wegen der Zeit, in der wir uns befinden. May they have comfort knowing it was prophesied, Mögen sie getröstet werden dadurch, dass sie wissen, dass es prophezeit wurde, to know that they are walking this line. dass sie wissen, dass sie auf dieser Linie sich fortbewegen. But I also will pray that you will assist them Und ich möchte aber auch dafür beten, dass du ihnen dabei hilfst, in their still very real difficulties. in ihren immer noch sehr realen Schwierigkeiten. I pray that in this time period we will unite closer. Ich bete dafür, dass wir uns in dieser Zeit näher vereinen mögen, Press together. dass wir näher zusammenrücken mögen. I pray this in Jesus' name. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Amen.